Hi, Servus, herzlich willkommen zum neuen Video der Luxamed GmbH. Heute möchte ich mal ein wenig über FSM, also dem frequenzspezifischen Mikrostrom sprechen, beziehungsweise die neue Möglichkeit, die wir implementiert haben in die Software für das iPad, für den HD 2000 Plus, nämlich das Erstellen von eigenen Frequenzprotokollen, wenn man möchte, analog der klassischen FSM Frequency Specific Microcurrent Therapy oder auch anderen Protokollen wie beispielsweise den Rife Frequencies und so weiter. Aber ich möchte weniger über die Inhalte der Protokolle und der Programme sprechen. Ich möchte einfach mal über die technische Möglichkeit sprechen, zeigen, wie einfach und schnell das geht, eben mit dem iPad Programme zu schreiben, natürlich das Ganze auch abzuspeichern und wie man die auch sogar scannen kann, beziehungsweise auch den kybernetischen Anteil darin in den Programmen nutzen kann. Ja, und dafür würde ich sagen, kommt einfach mal mit und schaut es euch selber an. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Vielleicht kennen Sie schon unseren Instagram- und Facebook-Kanal. Wir sind ja nicht nur auf YouTube, auf Twitter unterwegs, sondern auch sehr stark auf Instagram und auf Facebook. Also einfach mal reinschauen, nach dem Hashtag Luxamed suchen und schauen, wenn wir posten dort relativ interessante und oft auch täglich Inhalte, also einfach mal reinsehen und natürlich auf unseren Podcast achten. Unser Podcast wird weltweit gelistet, weltweit geführt, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer, überall, wo man Podcasts hören und konsumieren kann. Einfach mal reinschauen und suchen nach Luxamed, egal in welcher Podcast-App Sie uns hören oder generell Sie Podcasts konsumieren, einfach mal nach Luxamed oder nach Mikrostrom suchen, dann werden Sie uns dort natürlich schon finden. So, aber nun geht es auch wirklich los. Ich nehme Sie jetzt einfach mit und dann schauen wir uns mal das FSM, das Frequency Specific Microcurrent Feature im Luxamed HD 2000 Plus mit dem Apple iPad Pro an. Und da sind wir auch schon im Luxamed HD 2000 Plus. Und ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen was zeigen zum Thema FSM, Frequency Specific Microcurrent, beziehungsweise einem kleinen Tool, weil der Luxamed HD 2000 Plus umfasst ja wesentlich mehr als dem Erstellen von individuellen Protokollen. Aber heute soll es mal um eben diesen Bereich gehen, da wir halt natürlich auch viele Kunden haben, die das gerne nutzen möchten und auch bereits nutzen, zeige ich Ihnen jetzt einmal, wie das Ganze ausschaut. Dazu loggen wir uns in das System ein. Sind direkt in der Startseite. Wie gesagt, wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten zum Therapieren. Das Hauptfeature des Luxamed HD 2000 Plus, das wir ja seit dem Jahr 2011 implementiert haben, also den Kybernetik-Modus, der befindet sich hier unter Personen. Da gehen wir jetzt eben nicht näher drauf ein, sondern wir kümmern uns um den Bereich FSM. So, wir klicken drauf. Sind auch schon direkt im System drin, könnten auch direkt starten. Ich möchte aber, bevor wir jetzt anfangen, das erste Protokoll zu erstellen, möchte ich Ihnen ein paar Sachen zeigen und erklären dazu. Also wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten. Sie sehen, wir haben hier eine Tabelle A, B, C, D. Das sind eben die komplett galvanisch getrennten Kanäle des Luxamed HD 2000 Plus. Wir können hier mit 4 Kanälen gleichzeitig arbeiten. Und dazu gleich die erste Anmerkung, denn es ist natürlich möglich, dass wir sagen, wir nutzen beispielsweise Kanal A und B für den Zustand und Kanal C und D für das Gewebe oder wir nutzen A für den Zustand, B fürs Gewebe und entsprechend C und D auch. Also da ist man natürlich vollkommen freigestellt, wie Sie auch gleich bei den Eingaben sehen werden. Wir haben auch natürlich das klassisch für uns typische Diagramm dargestellt, was auch so ein bisschen natürlich abgeleitet ist, nicht nur ein bisschen, sondern es ist abgeleitet von dem Kybernetik-Modus des Luxamed HD 2000 Plus und dazu haben wir auch den Kybernetik-Button. Den werde ich aber am Ende erst erklären, denn auch hier haben wir die Möglichkeit, eigen erstellte Protokolle tatsächlich durch den Algorithmus des Luxamed zu ziehen. Das heißt, Sie können Ihre eigenen Frequenzen, Ihre eigenen Frequenzprotokolle durch den Algorithmus entsprechend testen bzw. messen lassen. Aber dazu später mehr. Ja, was haben wir noch? Wir haben die Kanäle. Wir können also unsere Kanaleinstellungen komplett verändern. Wie Sie sehen, haben wir jetzt momentan alle Kanäle auf Auto gestellt. Das ist auch der Default bzw. der Standardmodus. Im klassischen FSM-Bereich liegen wir ja größtenteils im Bereich der Bipolarität, ab und zu mal Minus oder auch Plus, aber wir lassen die Kanäle entsprechend jetzt erst einmal auf Auto. Ich zeige das auch gleich, dass wir eben die Kanaleinstellung
unter dem laufenden Programm anpassen und verändern können. Wir haben den Sweep, den kann man ganz einfach aktivieren für jeden Kanal einzeln. Der Sweep ist im Prinzip etwas, wo Sie noch ein wenig Feintuning in den frequenzspezifischen Bereich hineinbringen können. Was meine ich mit Feintuning? Ganz einfach. Wenn wir beispielsweise eine Frequenz von 40 Hertz für die Entzündung klassischerweise haben, dann wird um eben diese Frequenz herum gesweept, automatisch durch die Software, da wir natürlich durch Umwelteinflüsse, durch elektromagnetische Signale logischerweise immer mal eine Interferenz über die Patientenleitungen oder auch in den Patienten selbst hineinbekommen können, haben wir hier die Sicherheit eben entsprechend um die Frequenz von 40 mit ein paar Prozentpunkten plus und ein paar Prozentpunkten minus herum zu sweepen. Ich deaktiviere das jetzt hier einmal, lässt sich wie gesagt am iPad auch ganz einfach über das Touchscreen einstellen. Gehen wir weiter. Wir haben die Seconds per Line. Hier können Sie einstellen, und die Linien erkläre ich gleich, deswegen auch die tabellarische Darstellung für die Einfachheit und für die super Usability des Systems, wenn Sie Ihre Protokolle schreiben. Denn hiermit können Sie festlegen, wie viele Sekunden tatsächlich eine Linie, also eine Frequenzmodulation appliziert werden soll, wenn wir die Autoline aktivieren. Die Autoline zu erklären ist ganz einfach. Sie werden gleich sehen, ich erstelle mal ein beispielhaftes Protokoll. Das können Sie manuell, hier haben Sie den Timer, wenn dieses Programm läuft, das können Sie manuell einfach über den Touch am iPad durchseppen. Das heißt, Sie können manuell bei der Veränderung, die Sie beispielsweise palpatorisch über Pulsdiagnostik oder welche Verfahren auch immer am Patienten feststellen, können Sie selber manuell in das laufende Programm ganz einfach eingreifen und in die nächste Frequenzzeile oder die übernächste Frequenzzeile springen. Sie können das Ganze natürlich auch automatisieren, eben über den Bereich Autoline, und wir haben hier den Minimumwert von 20 Sekunden bis zu 600 Sekunden, und in diesem Bereich arbeitet das Gerät dann vollkommen automatisch. Ja, das ganz kurz eben zu den Button, die wir haben. Ja, zur Intensität vielleicht noch. Wir haben hier die Intensität im Prozent gemessen. Wir sind ausgehend entsprechend im Mikroampere-Bereich. Sie können das Ganze reduzieren auf bis zu 30%, aber Sie können das Ganze auch erhöhen auf bis zu 250%. Ja, der Standard ist natürlich immer, oder sind natürlich immer die 100%. Die lassen wir jetzt auch hier mal stehen. Das Ganze läuft in 5% Schritten ab. Kommen wir aber nun zum tatsächlichen Inhalt. Wie kann ich jetzt mein Frequenzprotokoll aufbauen? Ich kann es einmal laden, wenn ich bereits eins abgespeichert habe. Ich kann entsprechend ein neues erstellen, aber wir sind ja bereits im neuen Bereich, also gehe ich jetzt ganz einfach auf Einfügen einer neuen Zeile. Es öffnet sich ein neues Fenster, und jetzt machen wir mal einfach mal ein Beispiel. Wir geben hier mal ein die 94 auf dem A-Kanal, die 94 auf dem B-Kanal und beispielsweise auch das gleiche nochmal auf C und D. Wie gesagt, wir können das ganz individuell anpassen, weil wir eben über die galvanische Trennung des Luxamed auf technisch bzw. physikalischer Seite sicherstellen, dass wir hier keine Interferenzen zwischen den Kanälen haben. Und das ist relativ wichtig. Es wird ja oft von der sogenannten Interferenzanlage gesprochen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Im Bereich des Elektromagnetismus kann natürlich, da der Körper ja einen kapazitiven Widerstand darstellt, eine gewisse Form der Interferenz dargestellt werden, aber klassischerweise eben über hier den Luxamed ist eine Interferenz zwischen den Kanälen quasi nicht möglich. Ich gebe jetzt mal eben dieses Frequenzpaar ein. Wir könnten auch beispielsweise hergehen und könnten sagen, wir nehmen jetzt mal hier die 321 und die 94. Das ist das sogenannte Reboot der Medulla, wie es in der Literatur abgebildet ist. Ich bestätige das und habe jetzt hier meine erste Zeile eingestellt. Jetzt wollen wir aber noch eine weitere Zeile einfügen, und hier möchte ich gerne die 9 für die klassische Allergie auf dem A-Kanal haben und hier auch noch die 94 auf dem B-Kanal. Und in diesem Fall kopieren wir das Ganze einfach und geben hier beide entsprechend gleich ein. Wir geben noch eine weitere Zeile ein, und dann nehmen wir jetzt mal die 49 für die Vitalität und hier auch wieder die Medulla oblongata mit der 94. Geben wir das nochmal hinzu ein und können jetzt auch noch hergehen und können hier, wenn wir das möchten, das ist wie gesagt nur beispielhaft, das soll jetzt kein tiefgreifendes Frequenzprotokoll sein. Dazu werden wir sicherlich noch weitere Videos machen und haben wir ja auch Videos in unserem internen Schulungsbereich für Sie abgebildet, wo wir eben
aus dem Bereich der Frequency Specific Microcurrent, wie sie in den USA schon über Jahre eingesetzt wird und das Ganze auch erfolgreich entsprechende Protokolle für sie dargestellt. Aber hier kopieren wir das Ganze jetzt einmal und sagen, wir nehmen unsere zweite Zeile in Kopie, also die 9 und die 94, fügen wir noch hinzu ein. Also wie gesagt, man kann das Ganze noch erweitern und ich füge jetzt mal noch eine weitere Zeile ein. Wir nehmen mal beispielsweise noch die 94 und die 310. Und sie sind ja auch freigestellt, wenn Sie klassisch arbeiten wollen. Die klassische Frequency Specific Microcurrent arbeitet mit 2 Kanälen. Wir haben natürlich hier 4 vollständig galvanisch getrennte Kanäle zur Verfügung. Die können wir auch nutzen. Das bedeutet, Sie können 2 verschiedene Bereiche behandeln, denn eben über die galvanische Trennung ist ja sichergestellt, dass wenn Sie beispielsweise sagen, ich möchte hier ein bestimmtes Protokoll, ich sage jetzt mal für den Rücken applizieren, aber Sie haben auch eben über das Prinzip der Sekundär- und Primärverletzung auch einen Bereich an der Hüfte, den Sie behandeln wollen, dann können Sie hier auch Frequenzen eben für die Hüfte einstellen oder für jeglich andere Bereiche und haben die Möglichkeit eben mit 4 Kanälen, sprich 8 Elektroden, gleichzeitig kontrolliert am Patienten zu arbeiten. Wir geben jetzt hier mal ein die 321 und die 310. Dann haben wir noch eine weitere Zeile implementiert und weil es so einfach geht, nehmen wir hier nochmal die 9 und die 310 und gleichzeitig die 81 und die 310. Wie gesagt, ich werde jetzt hier keine weiter oder tiefgreifenderen Erklärungen zu den einzelnen Frequenzen liefern und wir nennen das Ganze jetzt einmal FSM Protokoll für YouTube. Ich könnte jetzt auch einen Namen da reinschreiben für dieses Protokoll, aber wir lassen das Ganze einfach mal so stehen. So, wir haben alles eingegeben und Sie sehen, es ist jetzt hier eine Zeile gehighlightet und zwar blau, tiefblau gehighlightet. Sie können jederzeit in den verschiedenen Frequenzmodulationen hin und her springen und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist zu sagen, okay, ich möchte das Ganze manuell laufen lassen oder nein, ich möchte sagen, okay, ich will meine Patienten im Prinzip in Ruhe lassen, dass sie entspannen können, beispielsweise bei einem Entspannungsprotokoll, bei einem Gehirn, bei einem Concussion-Protokoll, wie auch immer, dass sie sagen, nein, ich aktiviere die Autoline und sage, das Ganze soll laufen, wie gesagt, zwischen 20 oder entsprechend 600 Sekunden. Ich wähle jetzt hier mal beispielshalber die 20 Sekunden, den 20-Sekunden-Bereich. Wir stellen mal alle Kanäle auf Bipolar. So. Und aktivieren jetzt einfach mal nur beispielshalber auf Kanal B und auf Kanal C den Sweep. So, das war es im Prinzip schon. Das Einzige, was ich jetzt noch tun muss, ist auf Start Update klicken und jetzt in dieser Sekunde fängt an, die Therapie zu arbeiten. Und wir warten jetzt ganz einfach mal, wir haben jetzt bereits 7 Sekunden zurückgelegt. Wir haben auch die Aufzeichnung des Diagramms. Sie sehen hier den Testbereich, der einmal komplett hochfährt. Jeder Kanal hat seine eigene Farbe. Sie können die Farben erkennen und zack, jetzt in diesem Moment sehen Sie, sind wir von der ersten Zeile eben in die zweite Zeile gesprungen, weil wir die 20 Sekunden, die wir eingestellt haben, entsprechend überschritten haben. Kurz zurück zu den Farben. Also Kanal A wird in Blau, Kanal B und C entsprechend in entsprechenden Farben dargestellt. Wir können die Farben auch einblenden und ausblenden. Zack, wir sind in der nächsten Zeile. Wie gesagt, das Ganze können Sie automatisieren, eben von 20 bis 600 Sekunden. Und so können Sie auch die Kanäle wieder aktivieren. Das Thema Diagramm und diese Diagrammbereiche werde ich jetzt in diesem Video nicht erklären. Da steckt tatsächlich ein bereits seit eben 2011 implementiertes System hinter, was wir auch wissenschaftlich nachgewiesen haben, auch in unserem Post-Market Clinical Follow-up, also in unserer Studie, die wir als Hersteller von Medizinprodukten in Deutschland machen müssen, also die Nachbeobachtung nach der Inverkehrbringung der Geräte, wird das natürlich evaluiert und unser Arzt, der Dr. Woracek, der auch bei uns medizinischer Direktor ist seit vielen, vielen Jahren, hat dort Veröffentlichungen drüber geschrieben, aber hier werde ich es jetzt nicht weiter erklären. Dazu wird es ganz sicher in sehr kurzer Zeit auch ein weiteres Video geben. Sie sind jetzt bei 1 Minute 34 und Sie sehen, das System springt automatisch von Linie zu Linie hindurch. Wir können jetzt im laufenden System hergehen und sagen, wir möchten gerne eine Intensitätserhöhung haben auf 150%. Wann kann man das machen? Naja, ganz einfach, wenn Sie beispielsweise
Was ich jetzt an dieser Stelle nicht empfehlen möchte, aber wenn Sie beispielsweise mit feuchten Handtüchern arbeiten, dann kann natürlich sein, dass bei einem bestimmten Trocknungsgrad des Handtuchs oder einer abnehmenden Feuchtigkeit und einer zu geringen Versalzung des Wassers wir hier einen zu hohen Leitwert haben. Dann können Sie das Ganze erhöhen, wenn Sie das möchten, aber wie gesagt, von diesem System mit feuchten Handtüchern rate ich aus sicherheitstechnischen Gründen dringend ab. Das Ganze war nur ein Beispiel. Was wir auch machen können, wir können im laufenden System sagen, wir möchten keinen bipolaren Impuls haben. Wir reden ja von einem Rechtecksignal, was klassischerweise in der Mikrostromtherapie eingesetzt wird. Auf dem A-Kanal möchten wir Plus haben. Und wir möchten jetzt aber den Sweep doch lieber deaktivieren und das Ganze eben im laufenden System. Gleiches können wir natürlich auch auf dem B-Kanal machen, wenn wir ihn auf Minus setzen wollen. Wie gesagt, das Ganze ist nur exemplarisch. Ebenso kann ich sagen, ich möchte noch eine weitere Zeile eingeben. Ja? Und zwar möchte ich beispielsweise 1 Hertz einstellen und auf der anderen Seite 20.000 Hertz. Oder ich möchte hier 10,5 Hertz einstellen und so weiter und so fort. Das Ganze lässt sich wunderbar eben implementieren in dem System über das iPad mit entsprechend der Eingabe über den Touchscreen. Gehen wir nun zurück in das Hauptmenü, denn ich möchte hier noch 2 weitere Sachen Ihnen zeigen, eigentlich sogar 3. Wir gehen wieder auf den Bereich FSM und befinden uns nun in einem leeren Therapiebild bzw. in einem leeren Protokoll. Ich kann jetzt hergehen und sagen, wenn ich mein zuvor eingegebenes Protokoll abgespeichert habe, kann ich hergehen und sagen, ich möchte hier mein Testprotokoll laden. Das ist jetzt wie gesagt auch wieder exemplarisch. Ich kann auch sagen, nein, ich möchte dieses Protokoll nicht haben. Ich möchte beispielsweise ein anderes Protokoll haben. Im Übrigen, wir können hier von 1 Hertz bis 20.000 Hertz Frequenzen erfassen für das System. Bevor ich aber jetzt sage, auf die Zeile klicke und sage Start bzw. Update, möchte ich Ihnen die Kybernetik erklären, die wir hier noch mit implementiert haben. Kybernetik meinetwegen auch mit Autoline. Ich brauche nur diesen Button aktivieren, dann sehen Sie, werden auch die entsprechenden Kanalbilder hier ausgegraut, denn die können wir nun nicht mehr verändern. Wir haben einen Teil des seit 2011 entwickelten, 2010 wollte ich schon sagen, aber eigentlich wäre sogar 2008 richtig, wo wir angefangen haben mit den ersten theoretischen Modellen, eben dieses Protokoll der Kybernetik zu entwickeln, haben das in den letzten Jahren noch deutlich weiterentwickelt und haben hier ein System, eine Möglichkeit implementiert, wo wir sagen können, wir könnten die von Ihnen eingegebenen Frequenzen parametrisieren lassen. Was bedeutet das? Relativ einfach. Wir schauen ganz einfach, wie reagiert das Gewebe auf Basis eines Äquivalenzwertes zur Impedanz auf die Applizierung der Frequenzen und daraufhin können die Frequenzen priorisiert werden. Das bedeutet, bestimmte Frequenzen laufen zeitlich gesehen öfters ab als andere Frequenzen auf Basis ihres entsprechenden Äquivalentwertes. Das kann ich ganz einfach aktivieren, indem ich sage, ich klicke auf Kybernetik, klicke auf meine Zeile und klicke Start Update. Jetzt läuft das System. Ich kann jetzt hier auch nicht mehr manuell eingreifen in das System. Das Ganze läuft jetzt über den Automatismus, aber eben auf Basis der von Ihnen eingestellten Daten. Das Einzige, was ich verändern kann, wäre jetzt die Intensität. Und was hinzukommt, ist ein Scan. Natürlich braucht das Gerät eine gewisse Zeit, also sprich der Algorithmus, eine gewisse Zeit, um Daten zu erheben, um daraufhin die Parametrisierung auch entsprechend abzustimmen. Daher haben wir einen 240-sekündigen Scan eingefügt. Den sehen Sie hier auch mit diesem vertikalen Balken. Und danach beginnt die eigentliche Therapie. Das Ganze kann ich natürlich jetzt auch wieder stoppen, kann die Kybernetik wieder deaktivieren, gehe komplett raus in das Hauptmenü und kann jetzt jederzeit wieder meine eigenen Protokolle aufrufen oder entsprechend ein neues Protokoll anlegen. Ich kann auch bestehende Protokolle im Übrigen editieren. Ja, ich kann jetzt sagen, ich möchte hier keine 100, ich möchte hier 1000, ich möchte hier 40 und ich möchte hier meinetwegen 68, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Und kann das Ganze auch wieder abspeichern. Jetzt ist mein Programm, was hier als Beispiel Italia genannt wurde, weil wir in Italien sehr weit mit diesem System vertreten sind, daher auch dieser Beispielname, kann ich das Ganze jederzeit verändern, editieren. Ich kann einzelne Zeilen löschen, kann das entsprechend auch wieder abspeichern und kann natürlich jederzeit
meine gewünschten Programmzeilen bzw. Protokolle hinzufügen, abspeichern, damit ich sie jederzeit, wenn ich jetzt auf Laden gehe und sage, ich möchte Italia haben, wieder abrufen kann. Sie sehen, Sie haben hier ein individuelles System, womit Sie aber bestimmte Bereiche der Kybernetik, die wir ja nur tatsächlich im Feld mit vielen Kunden tatsächlich auch nachgewiesen haben und die Wirkung ja auch publiziert ist in den sozialen Medien und so weiter, aber auch in Studien. Wir konnten letztes Jahr 2020 eine Studie veröffentlichen, beziehungsweise hat die ein Arzt veröffentlicht von der Universität Messina in Italien bei Fibromyalgie-Patienten beziehungsweise generell bei chronischen Schmerzen mit dem Luxamed HD 2000 Plus und die Ergebnisse zeigen, dass wir hier natürlich das komplett richtige System haben. Aber für diejenigen, die individuelle Frequenzprotokolle, die nach der Frequency Specific Microcurrent, nach Rife, was auch immer für Frequenzbereichen arbeiten möchten, bieten wir hier mit diesem System mehrere Möglichkeiten, genauer gesagt 3. Sie können eigene individuelle Frequenzen einstellen und können die, je nachdem, ich starte jetzt mal das Klassische, Sie sagen ganz einfach, das System läuft jetzt 3 Sekunden, Sie machen einen palpatorischen, einen Bewegungs-, was auch immer, HRV, Pulsdiagnostik, mit welchen Evaluationsmethoden Sie auch arbeiten. Sie klicken auf die nächste Zeile und sagen Start Update, ganz einfach über das iPad, was im Gerätewagen ist, was Sie auf dem Pultgerät abstellen können, also relativ einfach und sehr individuell, können Sie jederzeit zwischen Ihren Zeilen hin und her springen. Sie können sagen, ich möchte die Zeile editieren. Sie können sagen, im laufenden Programm, ich möchte jetzt doch noch eine Zeile einfügen, weil ich brauche hier noch die 94. Ich brauche hier noch die 15.001 oder ich brauche hier die 999. Übernehmen diese Zeile, sagen Start Update und haben das entsprechend eingegeben. Wie gesagt, relativ schnell, auch im laufenden System, sozusagen on the fly und können, wie gesagt, das Ganze auch automatisieren und natürlich jederzeit abspeichern. Abspeichern ganz einfach. Ich stoppe das Ganze einmal und sage speichern und habe das jetzt unter dem entsprechenden Namen eingegeben und kann das natürlich ergänzen, wie ich das gerne möchte. Ja, das war es im Prinzip schon zum Bereich des FSM im Luxamed HD 2000 Plus. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wie gesagt, es ging einfach mal um die technische Darstellung in diesem Video. Es ging jetzt nicht um Inhalte von Protokollen und von Frequenzen und dieses ganze Zeug. Ich glaube, da kann man sich sehr, sehr lange drüber aufhalten. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es, da wir, wie gesagt, Schulungsvideos dahingehend entwickelt haben und das Ganze ja auch schon einige Zeit machen. Wir haben die FSM bereits 2006, 2007, 2008 mit Dr. Bauermeister umgesetzt, der den einen oder anderen bekannt ist aus dem Bereich der Trigger-Osteopraktik, haben wir das gemacht. Wir haben Kurse mit ihm zusammen gegeben, noch mit dem Klinikmaster Professional, der ja der Vorgänger ist vom Luxamed, vom ersten Luxamed HD 1000, jetzt bis auch zum HD 2000 Plus. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Abonnieren Sie unseren Kanal, schalten Sie die Glocke an, entsprechend bei YouTube und schauen Sie mal ganz nach auf den, ich hatte es bereits eingehend erwähnt, auf den sozialen Medien, bei Instagram, Facebook und Twitter, aber schauen Sie mal nach einem Podcast, gerade beim Autofahren, beim Arbeiten, bei der Küchenhausarbeit, wie auch immer, wie Sie auch immer Podcast konsumieren, schauen Sie mal nach. Wir bringen regelmäßig neue Shows raus. Demnächst kommt die 50. Episode raus unseres Podcasts, also ein kleines Jubiläum. Bleiben Sie dran, bleiben Sie gespannt und natürlich werden wir hier auf YouTube auch weiterhin Videos und tolle Tutorials für Sie veröffentlichen. Ich sage noch einmal Danke fürs Einschalten und bis bald.